Das Auto ist ein Prototyp, das ist ein ganz echter Lagonda. Der Wagen ist so, wie er sich gehört. Nicht nachgebaut oder umgebaut oder verfummelt. Ein echter Lagonda. Ich mache jetzt erstmal einen Bremsentest, weil auch das ist umgekehrt bei dem Auto. Bremse ist rechts, Gas ist in der Mitte. Also ich kann euch sagen, das ist ein wirklich fantastischer Wagen. Das ist wieder so was ganz Spannendes, so ganz nach meiner Vorstellung. Wollen wir da hinten lang fahren? Ja. Also wirklich ein irres Ding. Man muss nur dran denken, Bremspedal rechts außen. Wenn man da mal in einer Paniksituation oder einer gefährlichen Situation falsch reagiert, ist das unglücklich. Der hat nämlich keine Gurte und gar nichts, der Wagen. Aber es ist ein wahnsinniges Teil. Oh, und er hat Kraft. Der Vorbesitzer dieses Autos hat den Wagen 1978 in London gekauft, ist jetzt leider verstorben, hat das Auto also 43 Jahre lang besessen. Und ich habe das Auto über eine sehr interessante Verbindung bekommen. Der Wagen ist ganz original, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein M45 Tourer als Prototyp. Ist einer der ersten mit dieser tollen 4,5 Liter Maschine. Der Wagen hat 6-Zylinder-Reihe, hat ungefähr 130 PS. Also der Sound von dem Auto ist schon beeindruckend. Man merkt, dass der schön in Ordnung ist. Man muss sich halt an die völlig anderen Schalter und dann alles gewöhnen. Übrigens hier auch wunderschön sind diese tollen Armaturen. Hier, wie schnell man fährt, Meilen, Drehzahlmesser. Ist immerhin 4,5 Liter Motor. Das war 1933 schon eine ganz besondere Fortbewegungsmethode. Das ist richtig so Autofahren, wie das früher mal war. Mit Zwischengas. Oh, toller Motor. Faszinierendes Gerät. Das ist eigentlich so das, was ich am spannendsten finde. Sind natürlich tolle Aston Martin, Jaguar oder Ferrari auch super Autos. Aber das hier, das ist Urgewalt Autofahren. Das erfordert Einsatz vom ganzen Mann. Und das macht einen unheimlichen Spaß, wenn man so einen alten, tollen Vorkriegswagen fährt. Mit so einer großen Maschine, mit diesem wahnsinnigen Sound. Man sitzt im Freien, man kriegt die Natur mit. Aber das Auto hat ja Drehmoment und großen Hub. Überhaupt gar kein Problem. Oh, fährt super, ne? Merkst du das? Ja. Ganz tolles Auto. Boah. Lenkrad muss man gut festhalten. Der gerade Auslauf ist eben so, wie er 1933 war. Nicht immer ganz geradeaus, aber wenn man das Auto kennt, ist alles eine Gewohnheitssache. Läuft der richtig klasse, der geht richtig los. Hier, Drehzahlmesser geht nicht, der hängt, naja, egal. Aber auf jeden Fall hat er Drehzahl, das kann man hören. Faszinierender Wagen. Der Vorbesitzer hat sich auch gleich 2 Spiegel hingemacht. Ist oft ein Problem, dass die Sicht bei solchen Vorkriegsautos nicht so gut ist. Also in dem Auto hier ist sie gut. Und ich kann nur eins sagen, also diese legendäre M45 Maschine, weiß jetzt, warum dieser Motor so einen Ruf hat. Der läuft ja wirklich toll. Das Auto ist ja super motorisiert. Ich glaube, Spitzengeschwindigkeit bei so einem Wagen ist 130. So, hier anhalten, hier Vorfahrt. So, und weiter geht's. Ja, die Leute freuen sich. Das ist ja wirklich toll. Das ist das Schönste, wenn man nicht nur Freude hat an so einem Wagen. So, aber man muss das Ding festhalten. Servolenkung gab es damals nicht. Seitenhalt bei den Sitzen auch nicht. Man muss sich dann halt am Lenkrad festhalten. So, wollen wir mal sehen. Toller Motor. Oh, der fährt schön. Der läuft super. Oh, tolle Maschine. Also der macht richtig Spaß zu fahren. Wenn einer ein tolles Vorkriegsauto haben will, mit einer tollen Leistung, der spricht ja so ungefähr einem Bentley, was er hier bringt, ist das ein super Einstieg. Das Auto kostet aber keine halbe Million. Das Auto ist für etwas über 300.000 zu haben. Aber das ist Autofahren pur und Faszination pur. Der fährt sich,
Wahnsinnsgerät. Wahnsinnsgerät. Ich habe auch Vertrauen zu dem Auto, er läuft schön, das merkt man. Der ist gut in Ordnung. Die Werkstatt hat mir zwar gesagt, der braucht mal einen großen Service, aber das ist ja jetzt nicht so ein großes Problem, den mal machen zu lassen. Aber so langsam gewöhnt man sich an das Ding. Und wie ist die geil, die Kiste? Der ist nicht schlecht, der Wagen. Ja. Tolles Auto. Oh, Äh, Privatweg, ja. scheiße. Also hier geht's nicht weiter gut. Aber wunderschön hier. Ach, guck mal, hier, du. Ja. Jetzt haben wir uns doch glatt verfahren in eine eigene Gegend hier. Ist aber wunderschön. Dann fahre ich mal kurz zurück. Müssen wir drehen. Jetzt weiß ich mittlerweile auch, wo der Rückwärtsgang ist bei dem Elefanten hier. Also wirklich ein tolles Ding. Man braucht halt eben richtig Mies, sonst kriegt man das Ding nicht richtig rum hier. Aber fahren tut der klasse, der Wagen. Tolles Teil. Ja, wollen wir nochmal nach Söderhuben hoch? Macht doch einfach Spaß, oder? Ja, klar. Also heute fahre ich viel mehr, als ich eigentlich müsste, weil mir das Ding so einen Spaß macht. Das ist so richtig Autofahren für mich. So wie das unsere Vorfahren früher gemacht haben. Ah, das ist aber ein richtiges Abenteuer mit dem Wagen. Also eine schöne Fahrt ist das doch wirklich, was? Kann man doch richtig genießen. Da weiß man doch, wozu man diesen Job macht. Mit alten Autos handeln, Abenteuern, Aufregung pur. Also das hat man hier mit Sicherheit mit dem Ding. Also man kann das ja sehen, wie man will, aber Vorkriegsfahren ist viel interessanter, spannender, aufregender als alles andere. Ferrari hin oder her, aber so ein altes Ding hier, das ist es. Der Wagen ist dokumentiert von Anfang an, hat eine super Historie, ist mal bei der Londoner Polizei gelaufen. Es gibt sogar noch die Originalbilder dazu. Ist natürlich einmalig ein komplett dokumentierter Wagen. Der ist nicht nur alt, der ist auch echt dokumentiert alt. Was natürlich fantastisch ist. Vielleicht noch mal ein paar schöne Details hier zu unserem tollen Lagonda. Der ist nämlich weitgehend original. Schaut euch mal dieses toll erhaltene englische Leder an. Wunderschön. Hier hinten die Rücksitzbank. Es ist auch Platz in diesem Auto. Man kann Leute mitnehmen. Dann hat er diese ganz lange, flach gestreckte Linie. Also ich finde, der ist auch optisch wunderschön. Und fahren tut er wirklich toll. Das ist wie so ein richtiger Elefant. Der hat richtig Kraft. Er hat richtig Drehmoment, sagte ich ja schon. Die alten Speichenfelgen. Also dieses schöne Leder, die ganzen Instrumente, die ganzen Armaturen zu dem Auto sind alle sehr, sehr schön alt und original erhalten. Naja, diese Autos wurden zu einer Zeit gebaut, da gab es ja kaum Automobile, da war das noch was ganz Seltenes. Und da war man wirklich mit seinem Auto in der Landschaft ganz alleine und konnte das natürlich riesig genießen. Übrigens, das zieht hier gar nicht doll in dem Auto. Wir haben diese schöne, flache, elegante Scheibe, aber wir fahren die ganze Zeit 70, 80, unterhalten uns gut. Also man kann das herrlich fahren. Ich schätze mal, dass wir heute so 12 Grad haben. Ich habe nicht immer einen Schal um, geht wunderbar. Hab eine Kappe auf, reicht. Sonnenbrille und dann mit so einem tollen Lagonda unterwegs hier. Das ist einfach ein faszinierendes Erlebnis. Also ich freue mich immer wieder, dass ich sowas machen darf. Ich möchte auch meinen Beruf und meinen Job für kein Geld der Welt tauschen. Jetzt wollen wir mal schön Gas geben hier auf der Gerade. Ja. Fährt schön. Das Auto läuft richtig gut. Er läuft richtig gut. Außerdem glaube ich, dass er seine 130 auch bringt. Das Auto hat richtig Kraft. Jetzt sind wir gleich wieder zu Hause. Das war heute mal eine sehr ausgedehnte Probefahrt, hat aber einen riesen Spaß gemacht, weil das Wetter macht mit. Besseres Wetter oder bessere Möglichkeiten und Voraussetzungen für so einen tollen Wagen gibt es ja gar nicht. Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Teil, das muss ich ja schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Lagonda so viel Spaß macht. Vor allen Dingen, ihr müsst euch mal überlegen, das Auto ist 90 Jahre alt. 90 Jahre alt, mein Gott.
Ist ja unglaublich. Er geht ja bald auf die 100 zu. Wenn man sich das mal vorstellt, vor 90 Jahren sind die Menschen, unsere Urgroßväter, so Auto gefahren. Mit so einem tollen Teil. Also kann ich nur sagen, Hut ab. Wirklich ein tolles Ding. Ein ganz tolles Teil. Ja, und los geht's. So, da sind wir wieder in Beuerberg zu Hause. Kennt ihr ja, das Cargold-Gebäude. War eine wirklich fantastische Probefahrt. Die hat heute ein bisschen länger gedauert, weil es eine solche Freude gemacht hat. Also gut, Servolenkung hat er nicht, aber das Auto zu fahren ist wirklich einmalig. Ja, liebe Freunde, ich darf mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, in diesem Lagonda M45 mit mir mitzufahren. War eine ganz tolle Sache, heute doppelt so lang wie sonst. So, jetzt zeige ich euch nochmal diesen tollen M45 Motor, der uns eben so toll bewegt hat. Hier ist die originale Lagonda-Maschine aus der Zeit. Der Wagen hat ja Matching Numbers mit den zwei Vergasern. Lagonda-Schriftzug, ganz originaler M45 Motor, ca. 130 PS, 4,5 Liter Hubraum. Und das merkt man eigentlich, was der für einen Druck hat. Hier mit sämtlichen Nummern an dem Auto stimmt alles. Es ist ein Prototyp. Es ist ein vollkommen echter Tourer, so wie er geboren ist, mit kompletter Historie. Es ist alles vorhanden, was ihr braucht. Also so einen originalen, authentischen Lagonda ist sehr, sehr selten und den gibt es eigentlich wirklich nicht alle Tage. Ist eine Rarität. Viel Spaß, alles Gute, Grüße nach Hause, wir sehen uns bald. Ciao, euer Stefan Lufschitz.